Ein Chemtrail! Schnell in den Erdkeller! Schnell, komm! Mein Name ist Walter Pichler und ich bin 56 Jahre alt. Vor einer sehr langen Zeit habe ich aufgehört, Essen und Trinken zu mir zu nehmen. Und seitdem lebe ich ausschließlich von Lichtenergie. Der Umstieg auf Lichtnahrung ist das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Also viele Menschen glauben ja nicht, dass es sowas wie Lichtnahrung überhaupt gibt. Und die sagen dann Sachen wie, das glaube ich nicht. Sowas wie Lichtnahrung gibt's nicht. Aber bitte, der Beweis ist doch hier. Meine Haare, ja, die wachsen. Mein Bart, der wächst. Meine Fingernägel, ja, die wachsen. Wo kommt es her? Ich meine, wenn alle so leben würden wie ich, ja, dann wird es keinen Hunger mehr geben auf der Welt. Keine unnötige Landwirtschaft. Es wäre ein großes Miteinander, ein Tanzen im Feld, wie ich es gern nenne. Die Leute hätten mehr Kraft. Sie würden sich keine schädlichen Substanzen mehr reinziehen. Und wenn ich daran denke, was diese an Zeit und Geld sparen könnten mit dieser ganzen Esserei. Du musst das Essen einkaufen. Du musst das kochen. Du musst das essen. Ja? Was da für Zeit drauf geht, das könnten die sich sparen. Ja? Und während die essen und kochen und einkaufen und einen Haufen Kohle ausgeben, bin ich längst schon wieder unterwegs und mache die lustigsten Sachen. Vor etwa 20 Jahren habe ich ein Buch von Jasmohen gelesen und in dem beschreibt sie den 21-tägigen Lichtnahrungsprozess. Ich bin überhaupt schon immer der Überzeugung, dass Menschen Lichtwesen sind. Also habe ich beschlossen, für meine Freiheit diesen Prozess zu durchwandern. Also 7 Tage lang kein Essen, kein Trinken, die nächsten 14 Tage dann und wann ein Tropferl Wasser. Und nachdem der Prozess beendet war, habe ich einfach weitergemacht. Und dann durfte ich diese höheren Mächte, diese Erleuchtung an meinem eigenen Leib erfahren. Es war so schön. Es war vor langer, langer Zeit beim Schnellgehen im Wald. Urplötzlich habe ich einen wahnsinnigen Durst gekriegt. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, naja, trinkst halt wieder mal ein bisschen was. Und dann bin ich draufgekommen, ich habe nichts zum Trinken mit. Und der Weg nach Hause war noch ganz, ganz weit und keine Möglichkeit, auf dem Weg irgendwas zum Trinken zu finden. Dann ist mir eingefallen, hey, du kannst ja endogene Ernährung. Du kannst ja jetzt nur von Licht leben. Und dann fällt mir auf, ich stehe mitten auf einer Lichtung. Und fast schon verzweifelt habe ich die Arme in den Himmel gestreckt und habe geschrien.
Und dann, innerhalb von 2 Sekunden, war dieses Durstgefühl weg. Futsch. Verschwunden. Und seitdem weiß ich, dass ich nur von Licht leben kann. Ich kann immer überall essen. Du, Gustl, sei so nett und drehen wir doch einmal das Licht ein bisschen heller. Oh! So. Satt. Kannst wieder aber dran. Ich weiß schon sehr lange, dass das meiste, was die Mainstream-Wissenschaftlerinnen und die Schulmedizinerinnen für Unfug abtun, in Wirklichkeit eine große Macht hat. Die haben einfach nur Angst davor. Angst, dass die Menschen beginnen, diese Werkzeuge zu nutzen. Und zum Beispiel nehmen wir mal Tarotkarten. Ja? Die wirken Wunder, die Dinger. Wunder. Das ist unglaublich. Die sagen dir einfach die Zukunft voraus. Nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir irgendeine Karten. Ja? Die Sonne. Ja, ich lese mal vor. Glücklicher Ausgang. Brillante neue Ideen, die zum Erfolg führen. Hab Vertrauen in dich. Ja, das habe ich, liebe Karte. Ja, ist doch irre, oder? Ist doch Wahnsinn. Oder den Mondkalender zum Beispiel. Schauen wir den an. Ohne den Mondkalender mache ich überhaupt nichts mehr. Ja, nichts. Schau mal, was da heute los ist. Heute, gut zum Fingernägel schneiden und Fenster putzen. Ich glaube, da mache ich halt mal eine Pause. Aber schaut sich ein bisschen um. Ja. Ein Pendel, ja, natürlich das Räucherwerk ist auch eine wichtige Angelegenheit. Salzstein, Literatur. Es gibt so wahnsinnig viel Steine, ja, als irre. Und alles hilft uns. Der ist ein Relikt aus alten Zeiten, das ist ja echt zauberhaft. Ja, vor 27 Jahren haben wir die Wünschelrute aus einem alten Kleiderbügel gemacht. Ja. Es ist perfekt für Wassersüchtler, also würde ich jedem Wassersüchtler empfehlen, weil da findest du einfach überall ein Wasser. Ja. Schauen wir mal, ob sie noch. Na schau. Oi, wieder die Energien sofort schon wieder. Aber ich schau mal, ob ich jetzt da irgendwo ein Wasser finde. Ja, die Richtung ist relativ klar. Okay, jetzt geht's nach links, weiter nach links. Oh, komisch. Ja, schau. Ja, jetzt da, das ist ein richtiger Zug. So. So, da rein. Komisch. Ja. So. Das sagt auf dem Schrank. Na, das ist ja schräg. Da kann aber nichts drinnen sein. Ja, Wahnsinn. Weidmannsheil. Absolut idiotensicheres Teil. Schau dir das mal an. Da, siehst du das? Da, schau. Kondenswasser. Da. Mein Leben finanziere ich mit meinem Wissen. Ja? Auf Telegram und auf meiner Webseite, lichterlecker.at, ja? Da sind immer alle Neuigkeiten zu sehen. Und auch meine neuesten YouTube-Videos. Die sind voll mit Lebenstipps, geführten Meditationen, aber wirklich empfehlenswert finde ich die Premium-Inhalte und halt die Workshops, wo man wirklich so miteinander ist. Namaste, ihr Kinder des Lichts.
Wie schön ist es, dass ihr wieder mal auf der Praner Tankstelle im nördlichen Waldviertel vorbeischaut. Bei eurem Yogi Walter und ihr bereit seid, dass er euch erleuchtet. Du willst diese Meditation im vollen Umfang genießen? Dann schau vorbei im Premium-Bereich von lichterlichterlecker.at. Du willst diese Meditation im vollen Umfang genießen? Dann schau vorbei im Premium-Bereich von lichterlichterlecker.at. Du willst diese Meditation im vollen Umfang. Die meisten Einnahmen mache ich eigentlich mit meinen Workshops. Da habe ich 3 verschiedene im Angebot. Der erste ist Lichtnahrung für Anfänger. Da lernt man halt einmal die ganzen wesentlichen Dinge. In erster Linie halt bei mir meine Technik mit der Ernährung über Kunstlicht. Ja. Und wenn die Leute rauskommen, sind sie eigentlich so weit, dass sie loslegen können. Ist natürlich nur tapsig unterwegs, aber es geht schon. Der zweite, ja, ist Lichtnahrung für Fortgeschrittene. Sind meistens natürlich Leute in dem Kurs, die bereits den Anfängerkurs besucht haben, was vieles sehr viel einfacher macht. Und da begeben wir uns auf eine wirklich irrsinnig spirituelle Reise, ja, nämlich die Reise in die Resonanz, ja, in die Zellmimose und nicht zuletzt in die Quantenmechanik. Also das ist prickelnd spannend, Wahnsinn. Und der dritte ist Lichtnahrung für Dummies. Und der ist leider den Herrschaften mit den Doktortiteln vorbehalten. Ja. Ja gut, na, aber ihr könnt euch nächste Woche selbst überzeugen, weil da fängt ein neuer Kurs an und da könnt ihr ein bisschen mitdrehen. Ja. Ich gebe euch auch einen Presserabatt. Hm? Jetzt treffe ich meinen Freund in Harry zum Mittagessen. Und ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Der Harry ist einfach ein wahnsinnig lieber Typ. Ich kenne ihn schon ewig. Der ist wirklich ein guter. Ich meine, er lebt auch ein bisschen in seiner Blasen. Aber. Servus. Servus. Geht's da so? Gut. Fett bist du geworden, hast du zugenommen im Gesicht. Hast du so viel Licht gefressen, was? Das gehört, fett ist ein Wort, hat er gesagt. Ich komme gar nicht so schnell beideln, was mir kalt ist. Ja, dann gib eine. Gib Komm. eine. Komm. Wo geht's denn rein? Wo geht's rein? Na. Komm, gib vor. Danke. Und mit dem Doku-Team da jetzt, ja, kann ich endlich den großen Versuch machen. Das heißt, die werden mich einen Monat lang beobachten. Ich kann endlich beweisen, dass ich nichts zu mir nehmen muss. Das ist ja verrückt. Ich meine, die Doku, recht und schön. Aber dass du dich einen Monat lang beobachten lässt, rund um die Uhr, dass du sowas mitmachst. Weißt du überhaupt eine Ahnung, wie gefährlich das ist? Naja, sicher. Aber weißt du was? Weißt du, wie es mir auf die Nerven geht, ja? Dass mir alle Leute für angerannt halten? Stell dir vor, ich kann es beweisen. Und dann werden alle sehen, ja, dass das geht. Und mein Gesicht wird auf allen Magazinen sein. Ja? Vielleicht sogar in den Nachrichten, vielleicht sogar Ö24. Ö24. Harry! Ja, ist schon gut, hast du recht. Ja. Spirituell genug dazu bist, ja. Denke ja. Es ist halt nur. Schau, ich mache mir halt einfach Sorgen um dich, ja? Ja, ey, du brauchst da keine Sorgen machen. Ich meine, ich finde es irrsinnig, ich finde es leibend, weil wir sind alle Freunde. Und Darf ich bei Ihnen schon die Bestellung aufnehmen? du, mach du, ich schaue da ein bisschen. Also, für mich dann bitte das Kalbswiener und großes Bier, ja? Kalbswiener und ein großes Bier. Hat sie schon entschieden? Haben Sie ja Taschenlampen? Taschen.
Taschenlampen, ja, haben wir. Aber Wissen Sie was? Machen wir keine Umstände. Bringen Sie mir einfach eine Kerze an den Tisch, bitte. Sagen Sie mir nicht. eine Kerze an den Tisch. Sehr gerne. So machen Super, wir's. danke. Danke. Eine Kerze. Ja, der Walter. Er ist schon ein komischer Vogel. Aber seit ich mich zurückerinnern kann, ist er mein bester Freund. Ich habe seine ganzen bisherigen Phasen alle schon hautnah miterlebt. Aber jetzt mit dem Lichtjahr außen da dürfte er wohl endlich zu sich selbst gefunden haben. Und da wird gerade serviert. Ich hoffe, der Walter kann sich noch so lange zusammenreißen. Also, wenn ich unter Leid bin und einen Hunger kriege, dann ist ich mittlerweile ganz normal. Früher habe ich mich geniert, weißt, weil sie einfach immer deppert schauen müssen. Ja. Aber ja, das müssen sie halt offensichtlich immer deppert schauen. Ich sage in 10, sagen wir in 20 Jahren, ja, da wird das jeder wissen. Jeder wird es wissen, dass man so leben kann wie ich. Und dann werden sie zurückschauen, ja, auf jetzt und mich. Aber bis dorthin, ja, sollen sie halt einfach schauen. Was soll's. Ja. Ich meine, mich stört das nicht mehr. Und ich störe sowieso niemanden, wenn ich das mache, was ich mache. Also, das stört jetzt schon ein bisschen. Aber was willst du machen? Sehr witzig, Harry. Na, bitte! Hey, das stört mich wirklich. Verstehst du das? Peinlich. Nein, es geht nicht, da erwische ich nichts. So. Ja, das Geschäft, ja, das habe ich jetzt kürzlich entdeckt. Ich werde jetzt einmal schauen, ob ich vielleicht noch für den Workshop ein Schmankerl finden kann. Hallo? Grüß dich. Grüß Sie. Einen Moment bitte. Ja, gerne. Ich schaue mich schon mal um, wenn es recht ist. ...150 Watt Flutterstäbe gibt's ja dort, ja, aber gibt's da offensichtlich. Die Pflanzenlampe. Lampe de Végétation auf Französisch. Aber das da, die kenne ich noch nicht. Das werden wir uns näher anschauen. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist wie, es schmeckt voll wie der Ozean oder sowas. Es ist echt wie Seetang oder keine Ahnung. Na, das ist wirklich schlechtes Licht. Ja, die habe ich schon. Aber super Lampe, also bin sehr zufrieden damit. Na, da hilft das schönste Moosgrün nix. Ja. Aber ich glaube damit, ja, da habe ich ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. Die nehme ich auf alle Fälle mit. Ja, hallo, 3700 Kelvingrad, 70 Ansilumen. Das habe ich ewig gesucht, das Baby. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Ach du Scheiße, den habe ich gebraucht wie mal am Arsch. Das ist der Ludwig, das ist ein Rohköstler. Der macht da so Videos wie ich, nur über Rohkost. Also total lächerlich, der Typ. Ein absolutes Würstel. Was ist denn da? Der Walter,
Die hellste Leuchte aus dem Waldviertel. Bist jetzt bei Schwiegertochter gesucht endlich genommen worden oder was macht das keiner? Ganz Sehr witzig, du Würstel, du. Was Du wir da machen, wir Witzfigur. dran einen Film, dass wir endlich die Wahrheit ans Licht Wahrheit! bringen. Ja? Dass Das Licht solche fressen wir immer, Zecken gell? und Scharlatane wie du keine Du bist Plattform doch mehr der kriegen. Scharlatan. Du bist der Du lügst da Scharlatan. alle an. Ein Würstel. Du bist so unterbelichtet. Du bist unterbelichtet. Ich glaube, die Geh, komm, schleif dich mit deiner Grünfrucht. Geh weg mit dem Krautling drum. Gurken. Na, Hört es euch an. gebt ihm keine Plattform, der braucht wirklich, der braucht nichts an Plattform. Ja. Weißt du was? Schleich dich, du Ungustel. Du schleich dich selber und zwar jetzt. Verschwind. Darauf stehen die Und du, Mädels, was? darauf Aha, stehen wollen wir sie. was? Ja? Ha? Komm, nimm doch ein bisschen. Ah, gut, Ja. gell. Ich könnte wirklich speien, wenn ich das Komm, sehe. Baby. Mit sowas musst du dich nicht Ich glaube abgeben. auch, da müsst ihr euch wirklich nicht abgeben damit. Da müsst ihr euch nicht abgeben damit. Schleicht euch, es gefrasst da. Zerstört. Lächerlich. Dreht euch gar nicht nach ihm um. Damn. Ja, Baby. Ja, jetzt kommen dann gleich meine Workshop-Teilnehmerinnen und ich freue mich wie ein Schneekönig, weil gerade die Anfängerkurse sind einfach so was Schönes, weil die Anfänger sind oft noch sehr naiv und einfach auch ein bisschen, ja, sind einfach verstrickt in die Dinge des Alltags und kommen daher als eigentlich verschreckte Menschen und gehen nach dieser Woche weg als neue Wesenheiten. Und das ist einfach faszinierend und wunderschön. Ja. Da sind sie. Ah ja. Ist total schön, dass ihr da seid. Also wirklich, das ist. Voll nervös, es tut mir leid. Ja, es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Wir haben genug Zeit. Wir werden da einfach tolle Sachen erleben. Nehmt einfach mal Platz, bitte. Danke. Ich würde da vor allem gerne was geben. Ich habe da ein bisschen was gemacht für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Boah, das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. Da ist das reizend. Hast du das selbst gemacht? oder Ja, was? selber gemacht. Wahnsinn. Ja, das kriegt einen Ehrenplatz. Das kommt gleich. Na, danke. Das kommt in den Schoß des Buddha. Hast du das selber gemacht? Na bitte, das musst du genauer anschauen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe mir die Videos von Walter schon lange angeschaut und jetzt habe ich mir endlich den Workshop leisten können. Ich hoffe, die 3.000 Euro sind es wert. Ich bin echt gespannt. Der Walter, der schaut wirklich so aus wie in seinen Videos. Ein fescher Mann. So klug, so ausgeglichen, so vital wirkt er. Ja. Und man merkt gleich, wie das Qi hier drinnen frei fließen kann. Meine neuen Schülerinnen, die machen einen wirklich super Eindruck. Also ich freue mich echt sehr. Und ich bin wirklich gespannt darauf, jetzt mit ihnen durchzustarten. Volle Kraft voraus. Lichtgeschwindigkeit.
Ja, herzlich willkommen. Ich möchte euch als allererstes einmal herzlich gratulieren, dass ihr euch entschieden habt, diesen Workshop zu besuchen. Bravo. Ja, das habt ihr euch verdient. Wunderbar. Dann schlage ich vor, wir beginnen vielleicht einmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Lukas, oder? Ja, vielleicht magst du einfach beginnen und magst uns einmal erzählen, warum suchst du, was suchst du, warum interessierst du dich für Lichtnahrung? Wie ich voriges Jahr mit dem Rucksack in Indien unterwegs war, habe ich eine Zeit lang bei Lichtköstler gelebt. Derzeit bin ich vegan, aber ich probiere gerade meine Ernährung ganz umzustellen auf Rohkost. Aber ich würde gern komplett aufs Essen verzichten können. Ich investiere lieber jetzt in diese Ausbildung und spare mir in Zukunft das Geld fürs Essen. Ja, sehr, sehr kluger Ansatz, einfach ein praktischer Ansatz, super, das wird da gehen, das wird da gelingen. Ja. Und die Dame? Ja, also ich interessiere mich eigentlich immer schon für sämtliche grenzwissenschaftlichen Projekte. Alternativmediziner beispielsweise sind total begeistert von meinen Aura-Fotos. Die sagen, ich sei spirituell schon sehr, sehr, sehr weit. Mein Mann hat das auch immer gesagt, dass ich ihm zu weit bin. Also mein Ex-Mann halt. Ja, aber du wirst eine neue Familie finden, das verspreche ich dir. So, dann werde ich jetzt einmal ein paar Worte über mich sagen. Ja, ich bin der Walter und ich lebe seit 20 Jahren ausschließlich von Licht. Und zu verdanken habe ich das meiner unwahrscheinlich vertieften Spiritualität. Also das ist immens wichtig, das ist das Um und Auf. Viele Leute, die unserem Weg nicht glauben, ja, sagen ja immer wieder, na bitte Gorschen, wie kann denn das sein? Jeden Tag verhungern Menschen, noch dazu in Afrika, wo doch den ganzen Tag die Sonne scheint. Ja. Warum leben die nicht von Licht? Ja? Und das ist natürlich ein Argument. Aber das Argument trifft nicht, weil die alle nicht kapieren, dass es nicht um Nicht-Essen geht, ja, sondern es geht um den Durchbruch in das Feld der Spiritualität. Ja. Und das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige. Ja, also manche Lichtköstler, die essen und trinken von Zeit zu Zeit, ja, aus gesellschaftlichen Gründen, das sind einfach Lügner und Heuchler. Kann man mal abhaken. Ja. Dann gibt es welche, die behaupten, dass sie die kosmische Lichtenergie aufsaugen. Ja. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, ich würde schon irgendwas hassen. Ja. Aber dann gibt es noch einen dritten Weg, und das ist mein Weg. Ich habe einen Weg gefunden, die Lichtköstelei wirklich möglich zu machen. Und zwar geht es bei mir durch den Mund. Ja. Also das Licht muss immer in den Mund das Licht. Ja. Aber wesentlich daran, ja, das Allerwesentlichste ist die Spiritualität. Gut. Ja, ich vergleiche uns Menschen auch immer wieder gern mit Pflanzen und Bäumen, weil, überlegt einmal, ja, was machen die Pflanzen und die Bäume? Sie stehen herum, sie sammeln Licht, sie wachsen und sie gedeihen. Sie brauchen nichts außer Licht. Du Walter, Ja? Entschuldige, dass ich kurz einhake, aber brauchen Bäume nicht Wasser zum Leben? Ja, also als allererstes möchte ich mal sagen, ganz super, dass du Fragen stellst. Ja. Einfach alles kritisch hinterfragen, das ist einfach immens wichtig. Ja. Das könnt ihr euch merken und das gilt für alle. Ja. Also das sage ich wirklich allen. Immer kritisch hinterfragen, immer Fragen stellen. Nur so ist Wachstum möglich. Ja. Aber zurück zu den Pflanzen. Ja, klar,
diese oder jene Pflanze mag vielleicht ein Wasser brauchen, ja? Aber wir sind ja auch keine Pflanzen. Ja? Wir sind ja keine Bäume. Wir sind Menschen. Also wir sind auch weiterentwickelt als die Pflanze an sich. Ja? Und wir als Menschen haben eben auch einen Mechanismus in uns, der es uns ermöglicht, Licht in körpereigene Energie umzuwandeln. Das ist so einfach. Also meinst du, dass wir Chlorophyll in uns haben? Chlorophyll, natürlich haben wir kein Chlorophyll in uns. Was ist denn das für eine Frage? Also, ja, also Fakt ist, ja, dass die Spiritualität das Wesentliche ist. Ja? Die Spiritualität. Du Walter, wo hast du die ganzen Lichtguru-Zertifikate eigentlich her? Die kriegt man sicher nicht von heute auf morgen. Naja, du machst halt deine Indienreisen und ich mache meine Zertifikate. Herr Walter, ich würde da total gerne noch was zeigen. Ich bin da sehr stolz drauf. Ja, bitte gern, klar. Oh, wow. Ja, Wahnsinn. Ja. Also das sind, glaube ich, wirklich die schönsten Aura-Fotos, die ich jemals gesehen habe. Sind die wirklich alle von dir? Ja, die sind wirklich alle von mir. Ich habe noch mehr mit. Darf ich da noch was zeigen? Ja, sicher. Schön, danke. Sag mal, kennst du die einzelnen Schritte auf dem Weg zum Lichtesser? Ich glaube, das habe ich in Anfang deiner Videos gesehen. Zuerst der Allesesser, dann der Vegetarier, dann Veganer, Ja. dann Rohköstler und das Höchste ist natürlich der Lichtesser, oder? Ja, genau. Sehr, sehr gut. Ja. Es ist erstaunlich, dass du in den Anfängerkurs gekommen bist. Aber pass auf, jetzt sage ich dir was, ein Geheimnis und das sage ich nur dir. Komm mal her. Das Rohkösteln, das kannst du überhaupt sparen. Das ist nichts wie eine Qual. Das ist sonst nichts, eine ewige Quälerei. Also einfach überspringen. Ja. Und das sind die Ergebnisse meiner Dunkelfeldanalyse. Und schau, das ist mein heutiges Engel-Orakel. Du hast sicher an den Aura-Fotos gesehen, die silbrigen Fäden. Das ist, weil ich von einem Engel abstamme. Ja, Wahnsinn. Das ist Und super. da, schau, das sind die Fotos vom Handlesen. Da war ich bei der Wahrsagerin. Ah ja, deine Hand. Aber warte, eigentlich kann ich es auch so zeigen. Und? Was sagst du? Also du bist ein spirituelles Feuerwerk. Erstaunlich, gell? Unglaublich. Ich schaff's nicht. Ich spür's einfach nicht. Du bist schon ganz nah dran. Warte, aber lass mir dir ein bisschen helfen. Oft sind so ganz kleine Veränderungen schon genau das, was man braucht. Probier's nochmal. Walter, du verstehst mich so gut. Danke. Ja, ihr seht ja da jetzt, wir sind am Abend des ersten Tages angelangt und haben da jetzt ein paar Dinge aufgebaut, damit man einfach einmal technisch über Lampen und Leuchtmittel reden kann. Und gibt es natürlich allerhand zu erklären. Oft ist es so, dass es wirklich genauso ist, wie es ausschaut. Es ist einfach ein bisschen härter, das ist ein bisschen weicher und es schmeckt dann auch so. Oft gibt es ja Sachen, die hart und weich gleichzeitig schmecken. Frag mich nicht warum, aber es ist ganz schön mysteriös. Ja? Also zum Beispiel die Taschenlampe, gerade mit der Handschlaufe, sehr praktisch. Also ich verwende die oft beim Sport. Einfach, ich tue schnell gehen. Darf ich euch das kurz einmal vorführen? Machen wir ein bisschen Platz da.
Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Schnellgehen bin, die Taschenlampe so umhängen habe mit der Handschlaufe, ja, kann ich einfach da, siehst du das? Und dann während dem Schnellgehen kann ich da schnell einen Happen nehmen, weißt, und brauche einfach nicht stoppen zum Jausen. Das ist ja super. Ja, pass auf, das ist eine UV-Lampen. Genau, jetzt natürlich mit diesen neuen LED-Dingern gibt es was haben wir da? Was? Ah, verdammt, warte. Das war jetzt gerade blaues Licht. Und blaues Licht wirkt wahnsinnig berauschend, genauso wie UV-Licht. Ja? Da muss man echt die Finger davon lassen. Also bitte an alle, die das jetzt sehen, ja, bitte tut ihr nie blaues Licht oder UV-Licht essen. Das ist extrem gefährlich. Also es macht süchtig, es ist ungesund, es ist einfach wirklich es ist das Crystal Meth des Lichts, das ist quasi das blaue und das UV-Licht. Also richtig aufpassen damit, bitte. Ja. Man, nicht zuletzt, du weißt, grüner Star kriegt man von zu viel Blaulicht. Ja. Mhm. Wow. Ja. Meine Oma hat grünen Star gehabt. Ja, vielleicht zu viel Blaulicht erwischt. Was kannten eigentlich die? Ui, na, da haben wir wieder ein Augerl. Das ist eine japanische Yingzhou-Kerze, das heißt Erleuchtung auf Japanisch. Die gibt es nur 50 Mal, ja, und die schwingt ganz ähnlich wie das Granda-Wasser. Das ist ein absolut geniales Ding. Die habe ich auch noch nie anzündet, weil ich mir es wirklich aufsparen will für irgendwas ganz... Nein! Nicht anrühren. Das ist wirklich, diese Granda-Energie, die ist so fein, ja, wenn du nicht wirklich total im Zentrum bist, ja, und sie anrührst, dann verpufft es. Ja. Also da muss man wirklich aufpassen. Ja, aber ein wunderschönes Schätzchen, was ich da habe. Ja gut, dann möchte ich an dieser Stelle euch einmal danken, ja, dass ihr uns da begleitet habt am ersten Tag. Weiter könnt ihr nicht mehr mit uns mitgehen. Hanna, bitte. Also, weil das, was wir miteinander vorhaben, ist einfach ein sehr intimer Prozess. Außerdem möchte ich euch ehrlich gesagt nicht meine Geheimnisse verraten, ja, weil wir gehen dann noch zu mir in den Workshop. Apropos Workshop, die Workshops könnt ihr auch alle virtuell im Internet erleben, und zwar unter lichterlichterlecker.at. lichterlichterlecker.at. Ja, ich glaube, du wirst jetzt wirklich staunen. Das ist einfach so anschaulich, was ich jetzt gleich sagen werde. Ja, ich bin echt gespannt, was du sagst. Ja, kann es das sein. Ja, da ist es eh schon. Ja, der Lukas und ich, wir haben kürzlich eine Diskussion geführt über die Ernährung von Nicht-Erleuchteten. Und damit ich mir die ganzen Erklärungen spare, haben wir gedacht, wir machen einfach eine Exkursion in einen Supermarkt und ich zeige ihm vor Ort und beweise ihm, was für ein schädliches Zeug er sich Tag für Tag in seinen Körper stopft. Ja, dafür sind wir jetzt da. Gemeine. So, das sind wir. Na, bitte schau dir mal nur die Leute an, die da herinnen einkaufen. Also, nichts gegen sie. Wow, du, ich sag dir, das ist wie im Naturhistorischen Museum. Für mich sind das einfach alles Relikte aus einer ganz, ganz weit vergangenen Vergangenheit. Ja, na, und du, dann fangen wir gleich mal an. Mit der Beweisführung. Da, schau. Siehst du das? Siehst du das? Ja, das ist nichts. Das ist absoluter Müll. Da ist kein bisschen Energie drinnen. Naja, nix ist das nicht. Was ist nicht nix? Und es bewegt sich schon ein bisschen. Ja, es bewegt sich, aber du musst ja die Bewegung des Pendels interpretieren. Das ist von Pendler zu Pendler verschieden, was bedeutet. Also das ist ganz deutlich einfach null. Nehmen wir noch was anderes. Da, schauen wir mal, Orangen. Orangen sind doch bekanntermaßen gesund, Vitamin C, brauchst du im Winter. Ja, schauen wir mal. Da. Genau das Gleiche. Da, bitte schau das an. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Null Energie. Nix. Schräg.
Die Leute kaufen das. Wahnsinn. Ah, da könnte vielleicht, schauen wir mal. Aha, siehst du das? Siehst du das? Na, da haben wir jetzt einmal ein bisschen was. Spürst du das? Bisschen, ja. Ja, da ist lustigerweise ein bisschen was drinnen. Ja, das kannst du mitnehmen, das ist besser wie nichts. Also, besser wie nichts. Natürlich ist nichts besser wie was, aber jetzt, wie halt der Lukas gerade noch drauf ist, kann er. Ja, zeig's her, zeig's einer. Ja, faszinierend, oder? Nehmen wir da auch noch was: Getreide und Hülsenfrüchte. Schauen wir uns das an. Schau. Das ist wieder nichts, gell? Wieder nichts. Aber ich finde es super, dass du es jetzt schon spürst. Das ist toll. Was habe ich schon gelernt bei dir? Ja, auf alle Fälle. Sehr gut. So, schauen wir noch weiter. Das ist super. Da wirst du jetzt, pass auf, jetzt sage ich da was. Schau mal, da haben wir handelsübliche Sojamilch. Ja? Pass auf. Eieiei, das ist total übel, wenn das Pendel sowas macht. Wenn es so diagonal drüber fetzt, ist einfach schlecht. Ist richtig schlecht. So, und jetzt wirst du staunen. Jetzt wirst du staunen. Schau dir das an. Ja? Gewalter. Was? Jetzt bewegst du dich aber schon. Lucky, Blödsinn, das ist alles die Lichtenergie. Das ist einfach die Energie und schau mal, warum es ist. Ja? Schau das an. Das ist Light. Light, ja? Das heißt Licht auf Englisch. Und das bedeutet, ja, dass es über das reine Licht hinausgeht, dass schon die Erwähnung des Wortes Licht etwas im Feld bewirkt, das wir auf uns anwenden können. Wow! Kerzen. Wir sind jetzt kurz vor unserem großen All-You-Can-Eat-Buffet. Das mache ich jedes Mal nach einem abgeschlossenen Workshop. Und da lade ich meine Freundinnen ein, meine alten Schülerinnen, überhaupt Weggefährten und Gefährtinnen. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Ich habe die Praxis wunderbar hergerichtet. Und ja, jetzt kann es dann gleich einmal losgehen. Walter! Hey, Lucky. Grüß dich. Hallo! Servus. Hi! Das da bist. Nein, war ich nicht. Gut, echt super. Also zum Beispiel. Weißt du noch was? Überall Licht. Überall. Red? Eins, zwei, drei. Pui, der passt aber schon. Ich mag das echte Licht nicht. Also der Wörl ist ja echt der lebenste Hammer, den man rumkauft auf der Welt. Ich meine, ich rufe ihn an und dann hebt er an, zahle ja nur ein bisschen was. Ja, ein bisschen Euronen. Früher sind wir immer dumm dreckert, weißt du, und heute ist das alles so offiziell, heute darf man einfach urleibend Licht konsumieren. Und ich mache ja auch nichts anderes. Der Walter hat mich, der nimmt mich mit, der hat mich und ich bin einfach da, immer, überall, wo er ist. Wenn man schaue, wo er ist und dann weiß ich, wo er ist und dann bin ich dort da. Well, mein bester Hammer. Ich nehme die Energie schon von euch auf. Das ist so schön, dass ich bei dem Workshop war. Nur einen Schluck. Ja, ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren beim Walter dabei bei seinen Workshops. Das gefällt mir super gut. Mir gefällt auch, dass das immer mehr werden. Und ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt bei den Workshops. Gerzer, kommst du mal her? Hallo. Warte, heute strahlst du wieder. Ja! Yeah! Das schmeckt richtig gut. Also, ich bin voll gern da. Solange ich mein Bier habe. Jetzt sind wir zwei da, gell?
bin urgerne da, es macht doch voll viel Spaß und Kellnern ist meine Leidenschaft. Ei! Oh, das ist lecker. Außer, dass es blendet. Na, spürst du das nicht? Ja, und was mich wahnsinnig gefreut ist, seht ihr, die weltweite Anerkennung habe ich jetzt. Wow. Ja, in beiden Zertifikaten. Ja, und das Allerwichtigste, was ich immer durchsetzen wollte, das Eco-Friendly. Ja, weil es gibt ja nichts Eco-Friendly als was wir machen. Ja. Zum Walter komme ich immer wieder gern, das ist ein super Freund von mir. Für nur 40 €, müsst ihr euch denken, für nur 40 € kannst du alle Lampen kosten, was du willst. Das ist ein Wahnsinn. Der Walter hat die besten Lampen, angefangen vom Obi Vösendorf bis hin zum Ikea Nord. Ein Traum ist das. Bitte kommt ein bisschen zusammen, ich möchte was sagen. Liebe Lichtköstlerinnen, liebe Lichtköstler, lieber Harry, danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Danke an meine Nichte, die Lucia, dass sie uns bei der Party heute hilft. Danke, Hanna. Danke, Luki, für diese wunderschöne Woche. Es war wirklich ein geiler Workshop mit euch. Das heißt, wir haben 2 neue Mitesser. Einen Applaus für die beiden, bitte. Ja, ihr wisst ja, dass ich den Beweisplan jetzt endlich mit Hilfe vom Doku-Team, und das findet jetzt nächste Woche statt. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir endlich den Mainstream-Medien und diesen Esoterik-Skeptikern beweisen können, wie unglaublich spirituell man eigentlich sein kann. Und wenn das gelungen ist, dann lade ich euch alle ein zu mir ins Waldviertel und dann feiern wir und alles geht auf mich. Jawohl. Denn letztendlich sind wir alle pures Licht, nur in verschiedenen Frequenzen. Schnappt euch ein Lamperl, stoßen wir an. Prost! Prost. Ex, aber nie wieder Sex. Das hat er mitgebracht zum ersten Workshop. Da hat er selber gebastelt. Ja, mit dem kleinen Schwein ist wirklich. Ja, voll. Schau, da kann ich. Entschuldigung. Ja, so Wahnsinn. Bitte, Lukas. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, freilich. Ich werde jetzt leider bald gehen. Ich habe heute Abend noch was anderes vor. Ja, aber heute ist doch der große Abschlussabend. Ja, ich weiß. Ich muss noch was beichten. Bitte, raus damit. Ich war vor dem Workshop beim anderen Workshop über Rohkost. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Und ganz ehrlich, ich fühle mich noch nicht ganz bereit für den großen Schritt zur Lichtnahrung. Das ist ein anderer Workshop, aber nicht bei dem Möchtegern-Guru, oder? Walter, bitte versteh das. Der Workshop war echt auch gut und der Ludi, der ist halt derzeit eher das, was nach dem ich suche. Du nennst den Ludi? Ludi? Weißt du was? Du kannst Walter, jetzt bitte. sofort, Walter, bitte, du kannst lass mich ein jetzt bisschen- sofort lass mich ein bisschen da erklären. rausschleichen, Lass kannst du mich nicht. her. Verschwind jetzt, aber augenblicklich, du Gefühler Paprika. Wisst was? Geht's doch Pflanzen fressen, ihr Arschlöcher!
aus, das große Messen. Verschwind. Komm, schaut's aus, raus. Das Thema Lichtnahrung ist ja sehr umstritten. Was die Humanmediziner zum Thema Ernährung sagen, ist absolut richtig. Dann, solange sich das Gehirnwellenmuster im Beta-Frequenzbereich bewegt. Wenn der Mensch sich aber spirituell weiterentwickelt, das bedeutet, wenn er in die Meditation geht, wenn er spirituelle Musik hört, wenn er dem Nächsten dient, wenn er ganz mit sich im Einklang ist, dann verändert sich etwas im Gehirn. Das bedeutet, Alpha-Wellen werden zu Theta-Wellen. Und dann sind Menschen zu erstaunlichen Fähigkeiten in der Lage. Wirklich spirituelle Menschen können sich vom Licht ernähren. Ich weiß, dass wohl viele Menschen nicht wahrhaben und Sie werden im Internet verschiedene Belege finden. Die einen sagen, Lichtnahrung ist möglich und die anderen sagen, Lichtnahrung ist Selbsttäuschung und Betrug. Der letzte Standpunkt ist natürlich der bequemere, weil er dem Mainstream entspricht. Ich habe schon immer gesagt, natürlich lasse ich mich checken, aber keine einzige Schulmedizinerin war bereit, da mitzumachen. Weil die einen sagen natürlich, das gibt es nicht, sowas können wir nicht brauchen. Und die anderen spüren instinktiv, wenn sie mir begegnen, dass ihre ganze Ausbildung in Wahrheit, kurz gesagt, für die Katz ist. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass die Birgit das mit mir macht. Sie ist die Ärztin meines Vertrauens. Die hat sich nie einer Gehirnwäsche unterziehen lassen. Weil mein Level an Spiritualität ist für normale Ärztinnen oder die Wissenschaft weder zu erfassen noch nachzuvollziehen. Lichtessende sind nichts anderes als spirituelle Wesen in Menschengestalt. Und normale Ärzten würde ich zutrauen, dass sie die Ergebnisse verfälschen, weil sie sich dieses Phänomen einfach nicht erklären können. Servus Birgit. Hallo Walter, schön dich zu sehen. Komm rein, nimm Platz. Okay. Na schau, die habe ich früher einmal gehabt, die Steine. Hast du sie vorhin in die Sonne gelegt, wegen der Lichtenergie? Sicher habe ich sie in die Sonne gelegt, sonst bringen sie ja nichts, sonst wären sie ja nur Steine im Wasser, oder? Walter, wie geht's da? Jetzt kommt bald der große Versuch. Hast du dich gut vorbereitet? Ja, 20 Jahre lang. Super. Und ich habe mich bemüht, ich habe den ganzen Versuch nach dem Mondkalender ausgerichtet. Das bedeutet, der Mond ist im Zunehmen. Ja. Und das heißt, es sind total gute Schwingungen. Ja, das ist super. Du bist Jungfrau, glaube ich, gell? Ja, seit meiner Geburt. Das heißt, ich lese dir auch noch dein Horoskop vor, wenn es dich interessiert. Das interessiert mich. Ja, das halte ich auch für wichtig. Hier haben wir es, die Jungfrau. Dein Horoskop für den nächsten Monat. Die Mondlinien stehen hoch, was sie strapazierfähiger macht. Venus und Mars senden Liebeswellen, diese lassen Jungfrauen unberührt und treiben somit ihre Karriere voran. Geld, Ansehen und Bestätigung warten auf sie. Das hört sich doch super an, oder? Das ist ein Wahnsinn. Und die Sterne sind voll auf meiner Seite. Die werden sich so anschauen, diese depperten Möchtegern-Doktorinnen und Wissenschaftlerinnen. Ich freue mich. Ich bin total zuversichtlich, weil ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß, dass du das gut hinkriegen wirst und ich werde jeden Tag vorbeikommen, werde mir deine Werte anschauen, wobei es kann eigentlich überhaupt nicht sein, weil du bist ja rund um die Uhr überall überwacht. Was? Rund um die Uhr? Also, ich finde es schon ein bisschen hart, dass ich da rund um die Uhr überwacht werden soll. Ich meine, das war bei anderen dokumentierten Lichtnahrungsversuchen nicht so. Ja, die haben da oft Nacht heimgehen können oder haben zumindest beim Duschen ein bisschen eine Privatsphäre gehabt. Aber ja, von mir aus, ja, dann machen wir es halt so. Ist doch mir wurscht. Alles für die Wissenschaft, nicht wahr?
Ich habe keine Zweifel, der Walter schafft das. Er macht uns, also sich zum Star, zum Helden. Er ist spirituell schon so weit und er strahlt das auch aus. Und dieser Versuch mit dem Walter wird ein monumentaler Schritt für die Alternativwissenschaften werden. Ja, liebe Freunde, es wird endlich wahr. Der Versuch startet. Es ist soweit. Und jetzt hat das Kamerateam in meinem ganzen Haus überall Kameras verteilt. Also es wird jeder Winkel wird überwacht. Jetzt sage ich dir mal zum Beispiel eine, wie super professionell das ausschaut. Ja. Schaut euch das an. Ja. Und so ist es in jeder Ecke. Ja, also ich bleibe jetzt einfach das nächste Monat hier in diesen Räumlichkeiten und anschließend ist alles klar. Namaste. Mir geht's total arg. Ich halte es nicht mehr aus. Ha! Totaler Schmäh. Mir geht's super. Alles ist ganz normal. Ich fühle mich pudelwohl. Es ist ein Wahnsinn. Ich lese gerade ein irrsinnig schönes Buch. Es geht um Licht. Ich habe es eigentlich nur wegen dem Titel gekauft. Es heißt, zünde dein inneres Licht an. Schaut's. Und es ist ja wirklich wahr. Weil, wenn ein Licht von innen leuchtet, dann kann das bekanntlich niemand löschen. Grüß dich, ich bin eine. Ich hab die Stiefel. Ja, lass die schon ran. Kein Problem. Und geht's dir gut? Ja, du verstehst, für mich ist eigentlich nichts anderes, als dass ich nicht aussehen darf. Aber ja, wunderbar, alles in Ordnung. Dann schauen wir uns mal den Blutdruck an, oder? Ja, gerne. Gut. Und so energetisch? Ja, bin ich verbunden. Perfekt. Okay. Voll Hilfreich. Das wird was. Das ist echt super. Das ist wirklich toll, dass du da so an meiner Seite bist. Das ist ja Wahnsinn. Der Mensch fürchtet sich von allem, was nicht erklärbar ist. Oh, heute bin ich fertig. Aber deswegen, weil ich so wahnsinnig viel Yoga gemacht habe. Mein Gott, das war schön. Es gibt nichts Schöneres als was Schönes. Und die Frau Doktor war auch da. Und was hat sie gesagt?
Pumperl gesund ist er, der Walter. Ich habe marginale Schwankungen bei Walters Werten festgestellt, aber das ist ganz normal, das kann bei jedem passieren. Walter wird das mit seiner Spiritualität sicher kompensieren. Gleich schon wieder Mailbox. Ja, grüß dich, Luki. Ich wollte nur sagen, mir tut es echt wahnsinnig leid, was da passiert ist mit uns. Ich weiß auch nicht genau, was da mitgefahren ist. Ich möchte mir auf alle Fälle wirklich entschuldigen dafür. Das war doch eigentlich ist nicht super, was da mit uns angefangen hat. Ja, vielleicht meldest du ja mal, es würde mich total gefreut, wenn du mich zurückrufst. Ich habe ja jetzt gerade recht viel Zeit, wie du weißt. Bitte. Das ist irgendwie ein komischer Tag gewesen. Also angefangen hat es damit, dass der Rudi, mein Nachbar, wie ich meditieren wollte, mit dem Traktor ums Haus herumgefahren ist. Bin überhaupt nicht reingekommen, habe mich überhaupt nicht konzentrieren können. Und dann hat der Luki wieder nicht abgehoben. Das ist echt, ja. Ja, und dann habe ich mir beim Fingernägelschneiden habe ich mir nur einen Fingernagel echt nah beim Finger abgeschnitten, nämlich zu nah. Komischer Tag war das heute. Ja, bitte. Hallo Walter. Ja, grüß dich, Frau Doktor. Wie geht's da? Super. Heute liegst du im Pyjama? Ja, war ein bisschen faul, weißt du. Ein bisschen bleich bist heute. Ach, geht's dir eh gut? Ja, super geht's mir. So. Okay. Brauchst du sonst irgendwas? Was soll ich brauchen? Walter hat ein wenig an Gewicht verloren und da sind noch ein paar so Kleinigkeiten, wie ich in den Befunden sehe, wie erhöhte Kaliumkonzentration im Blut, der Harnsäurespiegel ist leicht erhöht, der Blutdruck ist gesunken, aber es liegt alles noch in einem tolerierbaren Bereich und es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Ja, heute haben der Birgit ein paar Werte nicht so gut gefallen. Und dann wollte es mir Globuli geben, aber ich natürlich gleich gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Weißt du, ich stecke mir irgendwas im Mund und alle schreien es gleich, Betrug, Betrug, die Deppen.
Ja, aber zum Glück hat's mir dann eine Rescue-Creme aufgeschmiert. Ich meine, mir ist vorher schon super gegangen. Aber jetzt geht's mir noch besser. Guten Morgen, Walter. Guten Morgen. Jetzt schlafst du noch? Guten Morgen, Walter. Walter? Walter? Walter! Walter! Scheiße, Walter! Walter! Shit! Wir brauchen bitte ganz dringend einen Notarztwagen. Walter! Scheiße. Scheiße. Shit. Scheiße. Liebe ist ein süßes Licht. Liebe ist ein süßes Licht. Wie die Erde strebt zur Sonne und zu jenen hellen Sternen in den weiten blauen Fernen strebt das Herz nach Liebeswonne, strebt das Herz nach Liebeswonne, denn sie ist ein süßes Licht, denn sie ist ein süßes Licht. Schlimm. Wirklich schlimm. Der Walter und ich haben uns zwar ein bisschen auseinandergelebt, aber sowas wünscht man wirklich kaum. Was ist denn passiert? Der Walter ist bei einem Versuch gestorben. Na geh, wie schade. Wie willst du deine Karotten? Roh. Gute Entscheidung, Luki. Walter, mein bester Freund. Weg. Wie oft habe ich ihm gesagt, dass es ganz gefährlich ist. Der hilft ja nicht. Warum habt ihr jetzt nichts gemacht? Ich hätte jetzt ja sagen müssen, wie schlecht es ihm geht. Es gibt keine rationale Begründung dafür. Er war spirituell wohl doch noch nicht weit genug.
süßes Lied, ist ein süßes Liebe, ist ein süßes Lied, ist ein süßes Lied. Wie die Erde steht zusammen und zu jeden hellen Sternen in den weiten blauen Fernen strebt das Herz nach Liebeswonne, strebt das Herz nach Liebeswonne. Liebe ist ein süßes Lied, ist ein süßes Liebe ist ein süßes Lied.